Hallo, ich bin Theresa Werner, bin Ingenieurin und Industrial Designerin, lebe und arbeite in Berlin und bin in einem Medizintechnikunternehmen als Product Designerin tätig. In meiner Arbeit setze ich mich mit innovativen Lösungen aus der Medizintechnik auseinander, wobei immer die Bedürfnisse der NutzerInnen im Fokus stehen. Und bei mir war es so, schon früh habe ich mich für Technik und Naturwissenschaften auf der einen Seite interessiert, aber auch für kreative Tätigkeiten. Kommt auch so ein bisschen aus meiner Familie, da sind mehrere Personen als Chemiker tätig, aber trotzdem waren Kunst und Malerei auch immer präsente Themen. Und dadurch kam bei mir der Wunsch auf, diese Welten miteinander zu vereinen. Nach der Schule habe ich mich dann erstmal für eine technische Laufbahn entschieden, habe meinen Bachelor in Maschinenbau an der Ruhr-Universität gemacht. Das Studium war spannend, hat mir auch immer Spaß gemacht. Teilweise hat mir so ein bisschen der konkrete Anwendungskontext gefehlt. Und den kreativen Ausgleich habe ich in der Zeit ein bisschen woanders gefunden, habe analoge Fotografie gelernt im Künstlerischen Zentrum der Uni und habe da auch gern Zeit nach den Vorlesungen verbracht. Für den Master hat es mich dann nach Berlin verschlagen. Dort habe ich Wirtschaftsingenieurwesen mit einem Fokus auf Medizintechnik studiert. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich auch das erste Mal mit dem Thema Industriedesign in Berührung gekommen bin, über Freunde, die mich mitgenommen haben zu einer Werkschau in der HTW. Und da muss ich sagen, war ich von Minute 1 ziemlich begeistert von der Atmosphäre vor Ort, von den Projekten, von der Bandbreite der Projekte. Die Werkstätten haben mich auch total begeistert, die Möglichkeit mit Holz zu arbeiten, 3D-Drucker zu testen zum Prototypenbau. Das fand ich super eindrucksvoll und spannend. Recht kurz danach habe ich dann die Entscheidung gefasst nach einer Mappenberatung. Das interessiert mich, ich will das unbedingt probieren. Und habe dann parallel zu meiner Masterarbeit in Medizintechnik Zeit und Energie in die Mappenvorbereitung gesteckt, was rückblickend auch ein ganz schöner Ausgleich war für die eher analytische Arbeit tagsüber, dass man abends so ein bisschen Zeit hatte fürs Zeichnen und Kreativität. Und es hat dann auch auf Anhieb geklappt, sodass ich 2019 dann mein Bachelorstudium im Industrial Design an der HTW beginnen konnte. Neben Gestaltungsgrundlagen und Designmethodik konnte man in dem Studium auch einen tollen Einblick in sehr praxisnahe Projekte mit Industriepartnern bekommen und auch das ganze Thema mit Prototypenbau, das hat mich total begeistert. Für mich war dieser ganzheitliche und nutzerzentrierte Gestaltungsansatz eine sehr neue und wichtige Ergänzung, sich auch technischen Problemstellungen zu widmen. Frau Professor Schelig war da auch eine der zu dem Zeitpunkt noch 4 ProfessorInnen des Studiengangs, ja, hat mich da auch immer total unterstützt und unter anderem auch meine Abschlussarbeit betreut in dem Studiengang. Da ging es darum, ein inklusives Therapiekonzept für Typ-1-Diabetes zu entwickeln, basierend auf der Fragestellung, wie denn mit dieser Erkrankung ein möglichst kindgerechter Alltag möglich ist. Und in dem Rahmen habe ich einen Therapiekit mit allen relevanten Geräten in Kombination mit einer App, die durch die Behandlung leitet, entwickelt. Ein Problem in dem Kontext ist es, dass Kinder mit Typ-1-Diabetes oft Probleme haben, nicht an Regelschulen angenommen werden oder nicht in Kitas kommen, weil sich das Betreuungspersonal diese komplexe Therapie nicht zutraut. Und das war ein Ansatzpunkt, den ich in meiner Abschlussarbeit gewählt habe, dass man da einfach Hürden herabsetzt und auch gerade in Kombination mit dieser App einen total intuitiven Leitfaden NutzerInnen an die Hand gibt, dass sich dann auch Leute das Therapiemanagement zutrauen und sagen, ja, ich schaffe es, dass dieses Kind in meine Klasse geht oder ich für das Kind in dieser Kita-Gruppe sorgen kann. Für das Projekt habe ich Ende letzten Jahres sogar einige Preise bekommen, was mich riesig gefreut hat,
den Jaseger Designpreis und auch den UX Design Award, der ja auch vom IDZ mit ausgerichtet wird. Beruflich war ich studienbegleitend eher in technischen Bereichen tätig, war langjährig als Werkstudentin bei Siemens und anschließend als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der TU Berlin. Seit Ende letzten Jahres bin ich als Product Designerin im Medizintechnikunternehmen Karl Storz in Berlin tätig. Das sind Unternehmen, die innovative Lösungen der Medizintechnik von minimalinvasiven Instrumenten bis hin zu ganzheitlichen Softwarelösungen im OP entwickeln. Und in meiner Tätigkeit bewege ich mich da so ziemlich im Spannungsfeld zwischen Design und Technik, was auch genau die Herausforderung ist, die ich gesucht habe. Es ist ein total tolles Team und spannende Projekte und ich fühle mich da sehr gut aufgehoben und bin dankbar, da gelandet zu sein. Aufs IDZ bin ich durch meine Professorin Pelin Celik aufmerksam geworden. Sie hat schon während des Studiums immer sehr viel Werbung fürs IDZ gemacht und ich schätze da besonders den interdisziplinären Austausch zwischen unterschiedlichen Designdisziplinen und die Chance, sich auch in Berlin zu vernetzen, was gerade für mich direkt nach dem Studium total bereichernd und wertvoll ist und ich freue mich da auf anstehende Veranstaltungen. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Eine Sache, die mich gerade fasziniert, ist so das Spannungsfeld zwischen KI und Gestaltung. Also wie werden wir zukünftig auch in Designdisziplinen mit KI zusammenarbeiten? Das verändert sich ja rasant, vieles ist jetzt schon möglich und entwickelt sich total schnell weiter, sei es über Inspiration sammeln und Design Research mit ChatGPT, Moodboards erstellen mit Midjourney bis hin zu super hochrealistischen Renderings in Viscom. Ist da einiges möglich, aber gleichzeitig so im Kontrast dazu finde ich es auch spannend, wo wird menschliche Kompetenz immer wichtig bleiben im Design- und Gestaltungsprozess und wo sind dann auch Grenzen von KI erreicht. Ja, ich habe auch noch eine Buchempfehlung dabei. Es ist nicht direkt mit Designbezug, aber trotzdem wichtig dafür, wie ich finde. Ich habe sie auch schon breit im Freundeskreis geteilt und zwar ist das Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Er ist Journalist und Historiker, auch noch relativ jung, Mitte 30 und setzt sich in seinem Buch mit dem Menschenbild auseinander, was in westlichen Denkweisen oft eher pessimistisch bis zynisch geprägt ist und dann als realistisch ausgelegt wird. Aber er vertritt da die Ansicht, dass da ein grundoptimistisches Bild die richtige Wahl ist und der Mensch im Grunde gut ist. Irgendwie verändert das dann auch so ein bisschen den Blick auf die Welt und setzt dafür auch eine wichtige Basis, wie wir an Gestaltungs- und Designprozesse herangehen, wenn wir von einem grundoptimistischen Menschenbild ausgehen. Und da ist das von mir eine große Leseempfehlung.